Tja, für so einen Schlitten braucht man natürlich Schnee. Aber was, wenn einfach keiner fällt? Ich werde heute ein paar Erfindungen ausprobieren, mit denen es wirklich was werden könnte mit dem Winterspaß. Talabfahrten auch ohne Schnee. Henriette probiert unter anderem einen Geländeschlitten aus. Jetzt bei Einfach Genial. Außerdem aufgesteckt und reingedreht. Wie man mit diesem Fingeraufsatz Schrauben in schwer erreichbaren Ecken anbringen kann. Und beweglich und trotzdem stabil. Der Napf, in dem das Futter für Hunde leichter zu erreichen ist und mit dem nichts mehr auf dem Boden landet. Los geht's aber im Thüringer Wald. Hier will Henriette heute mit Hilfe von Erfindungen rodeln und Skifahren. Und das ganz ohne Schnee. Ramon, wir sind doch verabredet zum Schlittenfahren. Ja, leider. Die Winter sind immer schlechter geworden in den letzten Jahren. Das war früher anders bestimmt, als du Kind warst. So hoch und wir immer schön den Berg runter. Ja. Ramon Schmidt bietet unter anderem Kurse für ausgefallene Wintersportarten an. Zum Beispiel Snowkiten, bei dem ein Gleitschirm ein Snowboard zieht. Er wird die Erfindungen mit Henriette ausprobieren. Bei der ersten geht's um eine seiner Lieblingsdisziplinen: Skilanglauf. Damit solche Touren auch ohne Schnee möglich sind, hat Hans-Jürgen Siebenäuger aus Lauscha etwas entwickelt. Skier mit Rollen, die einige Besonderheiten aufweisen. Hallo. Hallo. Hallo Henriette. Erzähl mal, hallo, was hast du uns Schönes mitgebracht? Dieser Roller unterscheidet sich von anderen Skirollern, die man im Sommer nutzt, dass er 3 Räder hat, anstatt 2 Räder. Und damit steht er natürlich unheimlich standsicher und ist für jedermann geeignet. Die Skier haben eine handelsübliche Langlaufbindung. Eine Besonderheit: jedes der 3 Räder ist einzeln gefedert. Das ermöglicht sowohl den klassischen Langlaufstil als auch das Skaten. Die Federhärte ist je nach Fahrergewicht einstellbar. Das ist ja erstmal, finde ich, so eine Mischung aus Ski und einem riesen Inlineskater, oder? Was sagst du? Ja, Ramon? definitiv. Also soll natürlich dem Langläufer nahe kommen, denke ich mir. Ne? Ja. Sehr nahe. Ja. Und das Schöne und das Wichtige ist eben, dass jedermann damit fahren kann. Ja. Ob das so ist, wird Henriette gleich ausprobieren. Sie hat überhaupt keine Erfahrung im Skilanglauf. Sie probiert die Skier auf der Straße aus. So, wir haben also hier eine Langlaufbindung drauf, die klappt man hier auf. Jetzt kommst du mal mit dem rechten Schuh, weil bei dem Gerät gibt es einen rechten und linken Skiroller. Mit dem rechten Schuh zu mir. Und ich führe dich mal hier in die Bindung. Du gehst mal mit dem Absatz ein Stück hoch hinten. Ja, und jetzt bist du drin und schon hast du es dran. Heb ruhig an, der bleibt stehen, der andere. Das ist ja das 3-Punkt-System. Und da stehst du sicher. Und mit auseinander die Füße. Wie? Hol's einfach wieder rum. Du hebst sie an und setzt wieder neu auf. Du stehst doch statt. Nach ein paar Minuten fährt Henriette schon sicherer. Es gelingt ihr immer besser, die Rollskier parallel zu führen. Damit es aber auch wirklich nach Langlauf aussieht, bräuchte es mehr Übung. Nun wird der fortgeschrittene Langläufer Ramon Schmidt die neuartigen Rollskier ausprobieren. Und wie war es vom Anziehen jetzt und wie ist das Gefühl? Also das mit den Bindungen ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert sehr gut. Weil Ramon gleich deutlich schneller unterwegs sein will, ist die Bremse wichtig. Sie wird per Gewichtsverlagerung betätigt. Ich würde mich total freuen, wenn du das einfach jetzt mal auf Herz und Nieren testest, wirklich bergauf, bergab und dann mal ein Feedback gibst, wie du klargekommen bist. Gerne, werde ich tun. Ja? Und ich probiere mich hier weiter aus. Na klar. Ja, gerne. Kleine Hindernisse, da gehen wir lieber mal sicher drüber weg. Aber hier kann es schon weitergehen. Jawohl, Bremse, Bremse. Und jetzt mache ich mal die Bremse auf. Und fahre mal ein bisschen hier in einer dezenten Abfahrtshocke. Wunderbar.
Nach einer halben Stunde Ausprobieren kommt Ramon zu Henriette und dem Erfinder zurück. Ramon, wie war's? Läuft super, lief super. Macht definitiv Spaß. Und ist es für dich so wie Langlaufski? Also definitiv, mal abgesehen von unserer Landschaft, die nicht nach Winter aussieht, da unten rum spürt sich das wie in einer frisch beschneiten Loipe an, durch diese Federung. Das ist sehr angenehm. Und so soll es doch auch sein, ne? Ja, nicht nur der Komfort der Federung ist ja wichtig, sondern auch die technischen Abläufe, die die Federung einfach mit sich bringt. Ne? Der Erfinder bietet die Skier im Onlineshop an, auch zur Miete. Gleich geht's hier weiter. Vorher dieser Tüftler. Florian Ort. Mit 26 hält er bereits 5 Patente. Erfindungen für das stille Örtchen, Damenunterwäsche, aber auch für Handynutzer und den Heimwerker. Tüfteln bedeutet für mich, Probleme zu lösen, die im Alltag beständig sind. Seine Ideen entstehen hier in seiner Werkstatt. Ganz modern mit 3D-Drucker und Computer. Vieles hat er bereits zur Serienreife gebracht. Meistens ist es so, dass ich auf meine Ideen komme durch Familienmitglieder oder Freunde, die auf mich zukommen und fragen, hey, pass auf, kannst du mir vielleicht da mal helfen? Seine erste Tüftelei entwickelte Florian für seine Mutter. Sie sollte ein Problem lösen, das viele Frauen kennen. Meine allererste Idee, mein allererster Prototyp, mein allererstes Patent war das kleine Klicksystem hier. Und zwar ist das ein herkömmlicher BH. Seine Mutter ärgerte es, dass sie den BH zum Öffnen immer herumdrehen musste. Er baute ihr einen Frontverschluss. Die Idee gibt es bereits. Ein Patent hält er jetzt auf seine Folgeidee. Bei mir soll anders sein, dass ein bisschen Technik mit reinkommt, dass man das Ganze über einen Fingerscan öffnen kann. Also von der Frau, der eigene Finger, der wird eingescannt auf einer Handy-App und dann lässt sich der Verschluss nur per Finger öffnen. Und auch nur von der Person, die den BH halt trägt. Für die neue Technik sucht er jetzt potenzielle Partner. Seine erste marktreife Erfindung war aber eine andere. Damit wollte er ein Problem lösen, das er beim Heimwerken hatte. Es geht um Schrauben, die sich an engen und verwinkelten Stellen befinden. Will man sie befestigen, muss man viel Fingerakrobatik betreiben. Einfacher machen soll das dieser Aufsatz, den sich Florian ausgedacht hat. Und zwar ist das mein Aufsteckschraubenhalter. Ja, das ist wie eine Hülse, kann man in den Finger einführen. Und so funktioniert es. Durch den spitzen Schlitz und den 2 kleinen Winkeln kann Florian nun Schrauben festhalten. Ich führe die Schraube ein, so dass sie festen Halt hat, kann nicht mehr rausfallen. Dann komme ich einfach dran, führe die Schraube ein, brauche die komplette Hand nicht mehr dazwischen zu machen, dass ich dran komme. Schraube die Mutter drauf und so habe ich das Ganze einfacher gelöst. Dann ziehe ich nach oben ab und habe die Sache dran. Seitdem nutzt er seine Erfindung beim Aufbau von Möbeln, kleinen Arbeiten an verwinkelten Stellen, wie zum Beispiel der Heizung, oder auch am Auto. Sein Aufsatz hilft nicht nur ihm, er verkauft ihn mittlerweile auch an andere Heimwerker. Florian zeigt uns eine weitere Idee, die er marktreif gemacht hat. Das ist meine Fingerauflage für den kleinen Finger. Bei dieser Erfindung für den Finger geht's um das Halten von Handys. Darauf brachte ihn eine Freundin, die beim Telefonieren über Schmerzen im kleinen Finger klagte. Damit das Handy stabiler in der Hand liegt, baute Florian dieses Schaumstoffteil. Es wird in die Ladebuchse des Handys gesteckt und soll als weiche Auflage für den Finger dienen. Nebeneffekt: sowohl die Ladebuchse als auch andere Öffnungen am Handy werden so vor Staub geschützt. Auf Florians neueste Idee brachte ihn seine Schwester. Sie beschwerte sich über dreckige Toiletten auf Autobahnraststätten. Ob man irgendwo unterwegs ist, man fährt irgendwo hin, man setzt sich einfach nicht gerne auf fremde Klos drauf. Darum erfand er eine ausziehbare Toilettenauflage für unterwegs. An die Unterseite hat er 4 Saugnäpfe angebracht. Die Auflage soll laut Florian auf jede runde Klobrille passen. Man setzt die 2 Auflagen auf die Toilettenbrille drauf, so dass sie haften. Schiebt die Schiebe raus.
und setzt sich drauf. Die Schieber kann man auch vor dem Auflegen ausziehen. Florians Schwester hat seine Erfindung jetzt immer für längere Autoreisen im Kofferraum. Nach Benutzung kann sie abziehen und mit Wasser und Seife abwaschen. Aufgrund seiner vielen Erfindungen sind mittlerweile auch Firmen auf Florian aufmerksam geworden. Er baut Ersatz- und Fertigteile für Industriepartner. Dabei steht ihm Vater Reinhard, früher Maschinenbauer, mit Rat und Tat zur Seite. Ja klar bin ich stolz. Ne? Wer ist das nicht, wenn der Sohn da sich so entwickelt und ein paar Dinge auf den Markt bringen kann, Ideen, wo man selbst gar nicht drauf gekommen ist, klar macht einen das stolz. Florian Orth hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Von seiner Tüftelei kann der 26-Jährige heute gut leben. Zurück zu den Erfindungen für den Winterspaß. Auch wenn mal kein Schnee fällt oder lange genug liegen bleibt. Die nächste kommt aus dem Erzgebirge, von Ski- und Snowboardfahrer Jens Reindl. Er hat eine Ganzjahres-Skipiste entwickelt. Das Testfeld in Augustusburg hat Henriette bereits im Sommer besucht. Voll verrückt. Hallo. Hallo. Wenn ich mich hier umgucke, alles grün, mittendrin eine Skipiste. Und es sieht wirklich, wenn du hier runterfährst, ne, es sieht wirklich aus, als wärst du auf dem Schnee unterwegs. Und es hört sich auch so an wie Schnee, aber es ist kein Schnee. Was ist das? Ja, wir nennen das textiler Schnee. Man kann also darauf Skifahren, rodeln, Skilanglaufen. Alles das, was man bis jetzt auf dem Schnee kann. Das ist quasi eine Matte. Das fühlt sich ein bisschen an wie mein Fußabtreter vor der Tür. Es ist sogar sehr hart, aber man rutscht. Mit Ski noch viel besser, denn der Belag ist natürlich nicht für die Straßen- und Wanderschuhe, sondern eben für den Skibelag entwickelt, der gut kleiden soll und der dann am Ende auch gut darauf kleidet. Also mit dem Ski muss ich mich schon festhalten. Ich bin keine Skifahrerin, aber ich würde es wahnsinnig gerne mal ausprobieren. Ich denke, wir haben oben einen Zipfelbob und da kannst du dich mal draufsetzen. Die Matten aus einem Kunststoffgarn brauchen weder Wasser noch Gleitmittel. Man kann sie jederzeit wieder einrollen. Den Untergrund beschädigen sie nicht. Bitte Helm aufsetzen. Der Helm? Denn es ist sehr steil, steiler, als es erstmal den Eindruck macht. Deswegen würde ich dir raten, mal vielleicht zur Mitte zu gehen und erstmal von dort zu starten. Helm sitzt und jetzt geht's los. Genau. Der obere Teil hat das gleiche Gefälle wie eine schwarze Piste, also eine der höchsten Schwierigkeitsstufen. Ach, tatsächlich, man merkt hier schon, wie es rutscht. Ja. Und bremsen! Das ist ja unglaublich. Hast du gesehen, was ich für einen Speed drauf hatte? Ja. Es war wirklich ein Schneegefühl. Ja, das ist auch ein Teil unseres Geheimnisses und war die Herausforderung, es eben glatt zu machen. Jens Reindl gründete mit seiner Erfindung aus der TU Chemnitz heraus ein Start-up. Hergestellt wird seine Skipiste auch in Sachsen, in einer Region mit langer Tradition in der Textilbranche, die heute mit der Herstellung solcher technischen Textilien wieder an Bedeutung gewinnt. Dank der rutschfesten grünen Unterseite halten die Matten sogar auf dem steilen Hang und sie lassen sich sowohl auf einer Wiese als auch auf einer Straße auslegen. Die Farbe kann übrigens nach Belieben hergestellt werden. Ich kenne so Matten ja eigentlich aus dem Skispringen, aber was ist hier das Besondere? Warum habt ihr nicht einfach die Skispringmatten hergeholt? Die Skispringmatten sind entwickelt, um gerade runter zu rutschen. Also der Skispringer springt, landet und rutscht nach unten hin aus. Kurvenfahrten sind nicht vorgesehen und auch vor allen Dingen nicht möglich. Und wenn man dort den Ski stellen würde, würden einfach drüber rutschen, weil halt keinerlei Griff da ist. Und bei uns bildet diese Schlaufe diesen Griff und wenn man da gut drückt, Und so hat man das Gefühl von im Schnee fahren, weil es ist ja auch nicht nur glatt, sondern man muss ja auch sich da durchs Gelände arbeiten. Genau, Ja? genau. Der Schnee wird immer aufgebrochen, also die Oberfläche ist nie komplett glatt, Ja. sondern man bricht
die Fläche auf, taucht mit dem Ski ein und das simulieren wir hier mit dieser eben Berg- und Talstruktur, dass er in das Tal dann eindringen kann. Das will Henriette noch mal in Aktion erleben. Die Matten gibt es für rasante Abfahrten mit Skiern, Snowboards oder zum Rodeln, aber auch als Langlaufpisten. Dass man überhaupt, selbst wenn mal kein Schnee ist im Winter, Schnee Spaß haben kann, rodeln kann, Skifahren kann, das ist natürlich toll. Die Erfindung aus Chemnitz wird mittlerweile auch im professionellen Bereich genutzt, als Trainingsmittel für Skilangläufer. Hier geht's jetzt mit einem ganz anderen Thema weiter. Wäre es nicht schön, wenn Hunde so essen würden wie in diesem Internetwerbespot eines Tierfutterherstellers? Die Realität sieht aber eher so aus. Tja, Hunde möchten gerne ans Futter und das gelingt ihnen nicht so richtig, weil die Näpfe, die so allgemein für Hunde benutzt werden, eigentlich nicht für Hunde gemacht sind, sondern die sind eigentlich für Menschen gemacht, die mit Messer und Gabel oder Löffel essen. Hat ein Hund ja nicht, ne? Der Hund hat nur seine Schnauze. Fast alle Näpfe haben halt unten auch diese Ecke und da kleben die Futterreste im Grunde genommen auch drin und der Hund will ran und dann schiebt er. Die Form ist einfach nicht ideal für den Hund. Er muss sehr weit runter, er muss dann wirklich die Ecken erreichen können. Der Napf weicht ihm aus hier und so kommt es eben dazu, dass der Napf geschoben, geklappert, gekleckert wird. Hundebesitzer Frank Rödiger aus Burgdorf hat einige Näpfe ausprobiert, aber keiner konnte das Problem wirklich lösen. Es ist im Grunde genommen nicht begriffen worden, wie die Dynamik des Fressens beim Hund ist und wie man dem entgegenwirken kann. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die haben eben diese konische Form, sodass die Standfestigkeit verbessert werden soll, bringt aber nichts. Der Hund kommt nur noch schlechter ans Futter und muss trotzdem schieben. Das heißt, es ist auf vielerlei Weise an Symptomen herumgedoktert worden, ohne wirklich die Problematik zu begreifen. Silikonbeschichtungen, konische Formen, Rutschmatten, all das Versuche, die am Napf selbst wenig ändern. Darum hat Frank Rödiger einen eigenen entwickelt. Das ist hier eine völlig neue Form, das hat doch ihren Grund. Er kann mit den Pfoten sogar unter den Napf. Er kann mit der Schnauze den Napf in die Richtung bewegen, in die er den Napf haben möchte. Der Napf besteht aus einer Futterschüssel, die magnetisch mit dem tellerartigen Unterteil verbunden wird. Das Verbindungsstück ist ein Gelenk aus TPE, ein Material, das allen Bewegungen nachgeben kann. Diese Konstruktion hat Frank Rödiger zum Patent angemeldet. Doch hält der Napf, was der Erfinder verspricht? Hund Enzo hat jedenfalls großen Hunger. In die Erfindung kommt gleich sein Lieblingsfutter. Bleibt der Napf stabil und verrutscht nicht? Der Napf gibt den Fressbewegungen nach. Hier geht auch mal was daneben, landet aber auf dem Teller. Franks Napf rutscht zwar ein paar Zentimeter, aber hier noch einmal im Vergleich der herkömmliche Napf. Enzo wandert damit durch die Küche und dann sogar aus dem Bild. Das ist jetzt eigentlich die schönste Zeit, nachdem man im Grunde genommen den gesamten Entwicklungsstress hinter sich gelassen hat, geht es jetzt auch in die ersten Kontakte mit den Anwendern. Wir werden die ersten Feedbacks bekommen von Hundebesitzern. Wie nehmen die das auf? Wie nehmen die Hunde das auf? Wie funktioniert das im Markt? Da freuen wir uns natürlich drauf. Anfang nächsten Jahres soll der Napf auf den Markt kommen. Bei den Erfindungen rund um den Winterspaß ohne Schnee geht es jetzt um diesen Geländeschlitten von Pierre Navot aus der Schweiz. Die Idee? Reifen statt Kufen. Henriette und Wintersportexperte Ramon Schmidt werden das Gefährt gleich ausprobieren.
Salut. Salut. Das ist krass. Pierre. Henriette, Hallo, Ramon. Freut mich. unser Experte heute. Und das ist der Schlitten. Genau. Es geht ohne Schnee. Sehr cool, wie du hier runtergefahren bist. Ne? Das sah schon Hammerhart. sehr sportlich aus. Das will ich probieren. Ja, wie ist so dein erster Eindruck? Das ist absolut geile Technik. Auf den ersten Blick ähnelt die Erfindung eher einem Schlitten von einer Sommerrodelbahn. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, es war eigentlich ein bisschen ein Tag wie heute. Ich war unterwegs in Zürich auf dem Uetliberg. Und es war Winter und es war kein Schnee. Ja. Und es stand Schlittelweg. Und ich dachte mir, es ist doch schade. Es wäre schön, wenn man auch ohne Schnee schlitteln könnte. Und Sommerrodelbahn ist schön, aber es fehlt diese Interaktion überholen zum Beispiel. Ich wollte mehr Freiheit. Darf ich mal? Ja sicher, nimm nur. Cool. Ja, leichter als gedacht. 13 Kilo. Auffällig ist der große Vorderreifen. Mit seinen 19 Zoll ermöglicht er die Fahrt auf unebener Piste. Gebremst wird das Gefährt mit einer hydraulischen Scheibenbremse. Der Sitz ist aus weichem Kunststoff. Kernstück der Erfindung ist die breite Hinterradachse. Sie gibt einerseits Stabilität, andererseits macht ihre besondere Lagerung den Schlitten wendig. Ah ja, jetzt kann man sehr schön sehen, wie sich das wirklich so die ganze Achse hin und her verbiegt. Entscheidend ist der Winkel zwischen Hinterradachse und Chassis. Dadurch wird eine Gewichtsverlagerung des Fahrers in eine Drehung der Hinterradachse umgewandelt. Diese Drehung macht auch Kurvenfahrten möglich. Ich will fahren. Ja, das machen wir jetzt auch. Ich freue mich jetzt auch. Ich bin echt gespannt, wie sich das fährt. Also es wird nicht zu steil. Hoffe ich, da unten vielleicht. Da sich holprige Geländefahrten durch Wald oder Wiese nur für erfahrene Fahrer eignen, geht's auf eine rund 1 Kilometer lange abgesperrte Straße. Größte Herausforderung? Diese Haarnadelkurve. Gut, die Füße kommen hier rauf. Ich probiere jetzt mal die Bremse aus. Ah ja. Der erste Unfall. Deine Schulter und deine Augen geben die Richtung. Okay? Okay. Genau, wenn man so viel wie möglich Druck hinten rausbringt. Ja. Den Schlitten macht man ja auch schön weit hinter. Das stimmt. Mit der Schnur. Ne? Ja, das stimmt, genau. Ja. Dann fahren wir ja mal ein Stück. Perfekt. Ah ja, das funktioniert. Juhuhu. Pass auf, dass du nicht den Abhang runterstürzt. Da sieht man den Sportler in dir. Ein Leben am Abgrund. Mit der Zeit lernen Henriette und Ramon immer besser, den Rollschlitten zu kontrollieren. Ich komm vorbei. Wow. Als nächstes wartet die Haarnadelkurve. Hier müssen die beiden das Gewicht besonders stark verlagern. Geschafft! Jetzt liegen noch rund 500 Meter freie Fahrt vor ihnen. Die Möglichkeit, richtig Gas zu geben. Rund 20 km/h erreichen die beiden in der Spitze. Nach 1 Kilometer Abfahrt kommen Henriette und Ramon am Ziel an, das Dorf Rauenstein. Geht ab. Sag du zuerst als Experte, wie hammerhart. gefällt's dir? Da kann man nur klingeln, das ist der Hammer. Also, wir haben uns ja langsam rangetastet. Ja, aber ja. dieses Kurvenverhalten, Bremse funktioniert perfekt. Da kannst du auch noch steilere Berge fahren. Ja. So, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.